Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. In der heutigen Folge wenden wir uns an alle eBay-Händler und gehen mit euch die Erstellung des perfekten eBay-Listing-Titels durch. Was wollen wir also mit diesem Titel erreichen? Wir wollen auf der höchstmöglichsten Position ranken, mit unserem Titel hervorstechen und den potenziellen Kunden wissen lassen, worum es sich bei diesem Produkt handelt. Du denkst dir vielleicht jetzt, was so schwer daran sein soll, einen Titel zu finden. Es ist schließlich einfach nur ein Titel. Seht euren eBay-Titel als Visitenkarte eures Produkts an. In ihm sollten wichtige Keywords untergebracht werden, er sollte aber gleichzeitig verraten, was der Kunde am Ende kauft. Wir zeigen euch im Laufe des Videos eine Formel, wie der perfekte eBay-Titel aufgebaut sein sollte. Zuerst aber einmal zu den Grundlagen, die ihr zwingend beherzigen solltet bzw. ohnehin beachten müsst, und zu den Dingen, die ihr unbedingt vermeiden solltet. Für den Titel habt ihr 80 Zeichen zur Verfügung. Nutzt die hohe Reichweite des Markennamens bzw. des Erstellers dieses Produkts und verwendet diesen im Titel. Spezifikationen wie die Größe, Farbe und der Zustand sollten ebenfalls nicht fehlen. Hebt deutlich hervor, worum es sich bei eurem Produkt handelt, sogar wenn ihr dabei die Kategoriebezeichnung aufgreift. Was ist nun zu vermeiden? Verwendet keine Wiederholungen aufgrund der Verwendung des Plurals. Das heißt, Singular reicht vollkommen aus. Beschönigende Worte, die man umgangssprachlich verwendet, wie super oder wow, werden nicht gesucht und haben daher auch nichts im Titel verloren. Die Rechtschreibung sollte natürlich auch hier korrekt sein, jedoch kann die Orthographie vernachlässigt werden. Das heißt, dass der gesamte Titel keinen grammatikalisch vollständigen Satz ergeben muss. Abkürzungen sollten zwar verwendet werden, aber übertreibt es nicht. Auch ein Titel, der lediglich aus Versalien, also Großbuchstaben besteht, sollte vermieden werden. So viel zu den Do's und Don'ts bei der Erstellung des eBay-Listing-Titels. Gehen wir nun über die Grundlagen hinaus. Wie beeinflusst ihr das eBay-Ranking zu euren Gunsten? Verwendet euer Fokus-Keyword immer an der ersten Stelle. Bei wichtigen Wörtern darf auch gerne Caps Lock verwendet werden, bzw. der Anfangsbuchstabe groß geschrieben werden. Die 80 Zeichen zu füllen, um auf mehreren Keywords zu ranken, ist zwar gut, aber das heißt nicht zwingend auf 80 Zeichen kommen zu müssen. Füllt den Titel also nicht mit irrelevanten Wörtern auf. Wie sieht nun die Formel für den perfekten eBay-Titel aus? Er sollte aus 3 Bestandteilen bestehen: der Bezeichnung des Produkts, den Features des Produkts und den Vorzügen des Produkts. Schauen wir uns dazu mal ein x-beliebiges Produkt an, wo der Titel gut gewählt wurde. Hier haben wir als erstes die Bezeichnung des Produkts, bestehend aus der Marke und der Bezeichnung, danach die Beschreibung, also die Features des Produkts und am Ende den Vorzug, dass es via DHL-Versand frei ist. Wenn ihr all diese Parameter beachtet, steht eurem erfolgreichen Verkauf auf eBay nichts mehr im Weg. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Video ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Solltet ihr darüber hinaus Probleme mit eurem eBay-Listing haben oder weitergehende eBay-SEO-Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen, meldet euch gerne bei uns, der Link ist in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielfache Verkäufe wünscht euch euer eBakery-Team.